Hallo liebe Metalheads, hier ist Julia von Thrash Boom Bang und ja, Überraschung, ich habe heute was ganz, ganz Neues für euch. Ich wage mich nämlich an ein Video-Interview. Ihr habt ja vielleicht schon mein letztes Review mit Skyborn, über Skyborn gelesen. Und ja, passenderweise habe ich heute Leadgitarrist Juli als Interviewgast. Hallo Juli. Hi. Ja, dann legen wir doch einfach los. Und du erzählst uns vielleicht mal, wie ihr euch denn so als Band Skyborn zusammengefunden habt. Ja, also das war eigentlich so, dass nämlich Lukas und Paul haben oder wohnen immer noch direkt in meiner Nachbarschaft. Also das ist wahrscheinlich 5 Minuten zu Fuß alles weg. Und da haben wir eigentlich, ich glaube mit 6 haben wir zum Musizieren so angefangen. Also der Lukas und ich haben Gitarre spielen und der Paul auf dem Klavier. Und gut, da haben wir halt früher nur irgendwie Beatles oder Led Zeppelin oder irgendwie sowas gespielt und wussten eigentlich auch gar nicht so wirklich, wie das überhaupt klingt, was wir da irgendwie zusammen fabrizieren. Aber ja, irgendwann mal haben wir halt dann auch zwischendurch eine Coverband gegründet und die hieß Paradise Falls und dann haben wir später, weil, also mir hat das Coverspielen irgendwann mal nicht mehr gefallen und dann habe ich gesagt, ja komm, lass doch irgendwie eigene Songs machen. Und dann haben wir halt die Band Skyborn gegründet und da hat uns aber dann noch ein Schlagzeuger gefehlt. Und das war halt dann der Edu, der ist dann eigentlich auch noch im selben Jahr, wo wir die Band gegründet haben, dazugekommen. Und ja, wie wir uns eigentlich zusammengefunden haben oder wie wir überhaupt zusammengehalten haben, das haben wir eigentlich auch zum großen Teil dem Flo zu verdanken. Das ist unser Bandmentor eigentlich in der Coverband gewesen. Der hat uns eigentlich alles so richtig beigebracht, wie man richtig Gitarre in der Band spielt und so. Okay. Und ja, wie lange spielt ihr denn jetzt schon in der Formation zusammen? Seit 2015, äh, Mhm. ja, gute 5 Jahre auf jeden Fall. Okay. Und so der Hauptantrieb war dann einfach schon eigene Sachen zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also Ja. ich meine, als Coverband muss man oft auf Auftritten spielen, wo man nicht unbedingt, also wo man Songs spielen muss, die einem nicht unbedingt gefallen. Und das ist halt irgendwie, dass man irgendwie Songs nur für einen Auftritt lernt, wo man jetzt selbst nicht so hundertprozentig dahinter steht. Das ist, weiß ich nicht. Da finde ich die kreative Phase beim eigenen Songwriting schon besser. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Und was bedeutet euer Bandname oder hat er irgendeine besondere Bedeutung für euch? Ähm, ja, eigentlich, also grundsätzlich wollten wir auf jeden Fall einen Bandnamen, wo es nicht unbedingt um Tod und Verderben in den Namen geht. Also, äh, weil Ziel von uns ist eigentlich, dass sich Leute erstmal unsere Musik anhören und dann sich eine Meinung drüber bilden. Weil oft ist es so, wenn man irgendwie Slayer oder Cannibal Corpse oder sowas heißt, da wissen die Leute sofort, oh, das ist eine harte Metal-Band und hören sich es dann vielleicht gar nicht erst an. Von dem her, erstens das und zweitens haben wir halt irgendwie einen kurzen Namen gebraucht, den man sich gut merken kann. Und nachdem wir davor Paradise Falls hießen, haben wir uns gedacht, gut, dann passt es jetzt eigentlich ganz gut ins Thema, wenn wir da jetzt Skyborn heißen. Mhm. Ja, so eine kleine Verbindung dann. Ja, cool. Ja. Ja, jetzt würde die Leute da draußen sicher interessieren, was für Musik ihr denn macht. Wie würdet ihr selber denn oder du euren Musikstil beschreiben? Mm, Es ist irgendwie schwierig, also vor allem das in irgendein Genre einzuordnen. Also worauf wir Wert legen, ist auf jeden Fall gängige Riffs, also eingängige Riffs zu spielen, die irgendwie auch cool klingen und irgendwie abwechslungsreich und besonders sind, aber gleichzeitig auch, ähm, dass unsere Refrains halt dann auch wirklich im Kopf bleiben und dass halt eben Leute dann auch bei Konzerten mitgrölen können und einfach, also das ist auf jeden Fall super wichtig für uns und
Was auf jeden Fall nicht so wichtig ist, das ist mir letztens erst aufgefallen, ist irgendwie die Songstruktur beizubehalten, weil gerade irgendwie bei unserem Song World in Distortion, der eigentlich ganz gut bis jetzt angekommen ist, haben wir nicht mal richtigen Refrain drin. Also Ja. in manchen Songs bei uns geht es irgendwie drunter und drüber. Vielleicht ist das irgendwie gut, vielleicht aber auch nicht. Das wird sich dann wahrscheinlich noch rausstellen. Aber und auch, um uns da irgendwo einzuordnen, ich weiß nicht, vielleicht Heavy Metal oder Trash Metal oder, aber das ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bleibt es dem Hörer dann selbst überlassen. Ja, im Endeffekt spielt es, glaube ich, auch nicht so eine große Rolle, wenn einem einfach gefällt, was man da hört, ne? Also ich habe ja beim Anhören festgestellt, dass es da unheimlich viele Einflüsse gibt, wenn man die jetzt raussortieren möchte. Aber ja, das Endergebnis ist halt einfach gut. Ja. Danke. Ja, wie macht ihr das denn mit dem Songwriting? Schreibt da einer alleine? Macht ihr das zusammen? Wie läuft es so bei euch ab? Also meistens ist es so, dass ich halt, dass beim Gitarrespielen irgendwie sich da irgendwie so ein Riff zusammenstellt. Und wenn das mir gefällt, dann programmiere ich halt ein Schlagzeug dazu, dass man da ungefähr eine Idee bekommt, wie ungefähr das sich anhören soll. Und dann zeige ich es meistens zuerst dem Lukas, weil der ist eigentlich so der kritischste aus der Band, weil also der hat immer eine ganz genaue Vorstellung, was ihm gefällt und was nicht. Und meistens ist es dann auch immer so ein Kampf zwischen uns beiden, weil ich halt gerne progressive Riffs schreibe. Und er möchte sie halt relativ einfach und ja, simpel halten. Und meistens ist es dann nach langem Feilschen so ein Zwischending, was dann dabei rauskommt. Und dann präsentieren wir beide dann das den anderen. Und meistens ist es dann so, dass wir dann in der Bandprobe dann zusammensitzen und uns dann Gedanken über die Struktur machen. Und dann steht auf jeden Fall schon mal die Songstruktur und dann wird erst der Text geschrieben. Und ich glaube, das ist dann auch wieder irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil der Lukas ist halt unser Texter und ähm, wenn dann halt am Ende schon der Song steht und alles Mögliche, dann fällt es ihm wahrscheinlich schon ein bisschen schwerer, da einen kleinen Text drüber zu schreiben. Aber das war auch bei Watch Me so, da ich also ich bin ja auch zu ihm gekommen mit einem Riff und habe gesagt, hey, das Riff, da muss man unbedingt im Refrain drüber Watch Me Now singen. Und er so, ja, wow. Und was soll ich dann da für einen Text dazu schreiben? Also, Das heißt, du machst ihm das schon nicht so ganz einfach manchmal. nee. Genau, das macht mir eben Spaß. Aber er hat es ja anscheinend hinbekommen, dann doch noch. Ja. Und bei den Texten, legt ihr da auf irgendwas Besonderes Wert oder muss es halt irgendwie zur Musik passen? Oder ja, wollt ihr da irgendwas Tiefgründiges vermitteln? Oder ja. Ja, also natürlich schreiben wir viel über das, was uns gerade beschäftigt. Also zum Beispiel in Lonesome Road, da geht es halt darum, dass wir eben ähm, das kritisieren, dass halt viele Leute halt einfach irgendeiner extremen Ideologie folgen und dafür auch über Leichen gehen und alles Mögliche. Und das wollten wir da eben zum Ausdruck bringen. Aber was auch irgendwie, ist es halt total durchwachsen bei uns mit den Songthemen, weil zum Beispiel bei The Cheat geht es zum Beispiel um eine tragische Liebesgeschichte, die aber nicht einer Person gewidmet ist, sondern dem Alkohol. Das stellt sich aber dann erst am Ende raus. Und aber andererseits nehmen wir unsere Sachen auch nicht zu ernst, weil zum Beispiel bei Sex, Drugs und Rock'n'Roll haben wir einfach einen selbstironischen Text geschrieben oder Ja. Lukas. Also es ist, wir verfolgen jetzt auf jeden Fall kein festes Thema, ähm, sondern schreiben einfach das, was uns gerade einfällt. Vor Ja. allem der Lukas dann eben in den Texten. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ja, Paradise Falls genauer anschauen, ja, wie lange habt ihr für das Album gebraucht, so von der ersten Idee bis zum fertigen Album? Also Songwriting war wahrscheinlich 2 Jahre. Ähm, und die anderen 2 Jahre waren dann wahrscheinlich Aufnahmen. Also wir haben insgesamt 4 Jahre gebraucht. Äh,
und dann auch noch die letzte Zeit dann auch noch mit dem ganzen Abwickeln von Produktion und allem Möglichen. Aber die 2 Jahre Aufnahme, die haben vermutlich auch unserem Tonmeister ziemlich viel Nerven gekostet. Dafür möchte ich mich auch noch offiziell entschuldigen. Den haben wir schon ziemlich oft zornig machen müssen, glaube ich. Aber ja, es hat auf jeden Fall lang gedauert. Wir haben uns auf jeden Fall viele Gedanken darüber gemacht, über die Songs und wie es einfach ankommt. Ja. Und wie läuft so ein Prozess dann ab? Wie muss man sich das vorstellen? Also geht ihr da einzeln ins Studio oder alle zusammen oder wie läuft das ab? Also ich habe halt bei mir zu Hause so ein kleines, ja, eher Musikzimmer eingerichtet. Und da haben wir halt fürs Album unsere Gitarren aufgenommen und auch den Bass. Und das haben wir, also da sind wir direkt ins Aufnahmegerät reingegangen. Dann hatten wir die rohen Tonspuren und konnten die dann letztendlich reampen. Das ist so ein Prozess, wo dann nochmal die aufgenommenen Tonspuren am Ende durch einen Verstärker gejagt werden und da wird eben der Sound dann aufgenommen. Und Schlagzeug haben wir im Bandraum aufgenommen. Da hat der Momo, unser Tonmeister, ein riesen Setup aufgestellt mit ganz vielen Mikrofonen und allem Möglichen. Und Gesang war dann beim Momo im Tonstudio. Und der hat dann nämlich ein wirklich professionell ausgestattetes. Und so, also wir haben eigentlich alle möglichen verschiedenen Aufgabenbereiche und Instrumente so ein bisschen aufgeteilt. Und am Ende ist das dann alles dann zusammengekommen. Ja, okay. Und ja, dann diskutiert ihr drüber und irgendwann wart ihr dann zufrieden mit dem Ergebnis oder ja? Ja, also zwischenzeitlich war es dann auch so, ich glaube, wir haben angefangen, das Album in D-Standard aufzunehmen. Und dann haben wir aber gesagt, ja, es passt halt einfach gesanglich besser, wenn wir es in E-Standard machen. Und das war dann schon mal so der erste Schritt, wo wir dann den A-Momo zur Weißglut gebracht haben. Und ja, also es waren oft so Sachen, wo wir dann eben zusammen reingehört haben und uns ist dann aufgefallen, dass es uns dann doch nicht so gepasst hat. Aber klar, wir diskutieren auf jeden Fall alle drüber und jeder gibt da dann noch seinen Senf dazu. Und wie macht ihr das so, das Arrangement der einzelnen Songs? Steckt da irgendwie eine rote Linie dahinter, so ein roter Faden oder macht ihr das so aus dem Bauch raus? Also in der Songstruktur einzeln selbst machen wir es aus dem Bauch raus. Also es ist wirklich so, dass wir ordnen die Riffs in dem Song an, wie es uns eigentlich gerade passt. Und eigentlich, also das kann man wirklich total metalmäßig sehen. Wir halten uns auf keinen Fall an die Norm. Aber ja, und wie wir die Songs im Album angeordnet haben von der Reihenfolge her, wir haben uns da gedacht, dass der erste Song auf jeden Fall ein cooles Intro haben muss. Und da hat sich eben Dark Error dann ganz gut angeboten, weil das eben auch immer unser erster Song von den Auftritten ist. Und zwischendurch haben wir halt einfach geschaut, wie es am besten klingt. Und am Ende musste auf jeden Fall Reaper's Revenge der letzte Song sein, weil der eben auch so ein bisschen heroisch endet und dann auch noch mit einem letzten Schlussakkord, der ganz cool klingt. Und ja. Ja, der passt wirklich perfekt ans Ende, das stimmt. Danke. Ja, jetzt stelle ich mir das irgendwie nicht so ganz einfach vor momentan mit der Corona-Situation, das Album an die Leute zu bringen, weil ihr könnt ja gerade keine Gigs spielen und die Songs vorstellen. Wie geht's euch damit im Moment mit der ganzen Sache? Ja, also klar, das haben wir zeitlich relativ doof getroffen, weil eigentlich haben wir es davor schon immer so geplant, dass wir dann für unser Album-Release dann einen ziemlich coolen großen Auftritt spielen. Aber das konnten wir jetzt natürlich nicht mehr abwarten. Also das ist ja auch wirklich jetzt nicht wirklich absehbar, wann es wieder besser wird. Von dem her haben wir dasselbe Problem wie jede andere Band, dass wir halt einfach gerade nicht auftreten können. Aber gut, Bandproben können wir dann eben auch gerade jetzt wegen den Beschränkungen auch nicht machen. Aber
das schränkt uns jetzt auf keinen Fall in der kreativen Phase ein. Also es ist jetzt zwischenzeitlich auch wieder eine Menge entstanden, das wirklich viel Potenzial für neue Songs hat. Und vielleicht hat das irgendwie eine andere Einwirkung auf den kreativen Prozess. Aber zumindest, das schränkt uns jetzt nicht so viel ein. Ja, wenn dann neue Sachen entstehen, das ist natürlich auch cool. Können wir uns schon freuen drauf. Ich auch. Ja, also als Gitarrenfreak interessiert mich natürlich jetzt noch persönlich besonders, welche Gitarren du denn spielst. Also ich spiele eine Les Paul Studio, die habe ich von meinem Papa geschenkt bekommen. Und die habe ich auch hier. Kann ich mal kurz zeigen. Oh, cool. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Ich habe bloß ein schräges Dach, von dem her möchte ich da nicht anstoßen. Aber ja, genau, um Gottes Willen. Also das ist das Paul Studio. Die macht auf jeden Fall recht Spaß zu spielen. Aber zum Üben und zum Schnellspielen nehme ich eigentlich lieber meine ESP her. Die habe ich dann auch immer auf den Auftritten und für Studioaufnahmen, weil die einfach ein schön flaches Griffbrett hat und ich damit eigentlich am besten spielen kann. Ja. Das heißt, du teilst das auch so ein bisschen auf, für was du welche Gitarre dann benutzt. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, weil die Les Paul eben bei mir oben im Zimmer steht und ich kann halt dann am Abend immer schön vor mich hinklimpern. Und die ESP ist bei mir unten im Keller, da habe ich mein Musikzimmer eingerichtet und da geht es dann immer ins Eingemachte. Ah ja. Ja, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen neidisch. Aber jetzt kann ich nicht abhauen und mir eine neue Gitarre kaufen. Ich hätte auch gar kein Geld dafür. Deswegen stelle ich dir jetzt noch ein paar spontane Fragen, wenn das für dich okay wäre. Klar. Bereit? Ja. Also, live spielen oder Studioaufnahmen? Oh, schwierig. Also ich finde beides irgendwie cool. Beim Live-Spielen ist es auf jeden Fall so, dass da halt das ganze Adrenalin kommt und es halt unheimlich Spaß macht, wenn man eben seine Leute dann beim Feiern zuschauen kann und sie dann auch noch richtig anspornen kann. Aber ich bin auch eher einer, der unheimlich gerne im Studio spielt und wo ich meine Ruhe habe und einfach den Song so perfekt wie möglich machen kann. Von dem her, also ich finde beides gleich cool. Ich weiß nicht, was jetzt irgendwie besser ist, aber ich mag beides auf jeden Fall ziemlich gern. Okay. Wenn ich ein Instrument wäre, dann wäre ich. Eine Gitarre. Kommt jetzt überraschend. Okay, meine Lieblingsband ist. Das ändert sich eigentlich immer. Es ist aber auf jeden Fall, weil ich da viele Einflüsse und viele tolle Erinnerungen daran habe, Winter Sun. Das ist, ja, die machen, also es ist, glaube ich, eine finnische Melodic Death Metal Band und ja, einfach tolle Erinnerungen daran. Das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, aber ich habe unheimlich viele Lieblingsbands eigentlich und die Liste wird immer größer. Ja, es gibt immer ja, ständig neue, coole Sachen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber auch Wahnsinn finde ich, wie Musik ja tatsächlich mit eigenen Erinnerungen oder mit dem eigenen Leben verquickt ist. Ne? Ja, vor allem gerade die Alben, wo man wirklich schöne Erinnerungen daran hat. Gerade die, finde ich, werden rauf und runter gehört. Also es ist irgendwie, es wird auch nie langweilig, selbst wenn man den Song schon 100-mal gehört hat. Und bei den ganzen neuen Sachen erwische ich mich oft dabei, dass ich das Album halt cool finde, aber dann passt es halt schon wieder. Also meistens sind es dann echt immer die Songs, wo man irgendwie damit was assoziieren kann, die dann im Kopf. Absolut, ja. Gut, letzte Frage. Musik ist für mich ein Weg, sich kreativ ausdrücken zu können. Und auch Musik hat auch wirklich was Meditatives für mich. Also es ist irgendwie oft so, wenn ich einfach abschalten möchte und
meine Gedanken einfach woanders haben möchte, dann setze ich mich an die Gitarre und das ist dann wie so ein abgeschlossener Raum für mich, wo nichts mehr an mich rankommen kann, wo ich einfach für mich bin. Also es ist auf jeden Fall, um runterzukommen und kreativ zu sein. Ja, das klingt total schön irgendwie. Und ich finde, das lassen wir jetzt einfach so stehen, oder? Ja, Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für euer tolles Album. Und ja, dann bis demnächst irgendwann. vielen Dank und ja, bis demnächst dann.